Wir beginnen mit einem Papier mit den Maßen 20 x 40,8, machen bei 8 mm eine Falzlinie und knicken die und knicken das Ganze dann bis zu dieser Falzlinie. Und hier werden wir jetzt Klebeband anbringen, sodass wir das dann zusammenkleben und an beiden Seiten eine Öffnung erhalten. Als nächstes schneiden wir uns zwei Papiere zurecht mit den Maßen 15 x 16 cm und machen bei 8 mm eine Falzlinie und knicken die. Und die kommen dann links und rechts an unsere Basisseite und dabei müssen wir darauf achten, dass die Öffnungen links und rechts sind. Dann schneiden wir uns ein Papier zurecht mit den Maßen 20,5 x 15 cm, machen wieder bei 8 mm eine Falzlinie, knicken die und das Ganze kommt dann hier oben an unsere Basisseite. Bevor ich das aber aufklebe, werde ich das Ganze noch mal mit einer Schablone ein bisschen zurechtschneiden. Und dann wird hier Klebeband angebracht und das Ganze auf die Basisseite geklebt. Als nächstes werden Magnete angebracht. So, und dann kleben wir Motivpapier auf unsere Seiten. Für die Rückseite schneiden wir uns jetzt erstmal Motivpapier zurecht und kleben das auf, bevor wir die anderen Seiten aufbringen. Als nächstes schneiden wir uns drei Papiere zurecht mit den Maßen 14,5 x 16 cm und machen hier eine Falzlinie bei 8 mm, bringen Klebeband an und dann kleben wir das Ganze hier auf und achten dabei, dass hier ein Abstand ist von ca. 2,5 cm. So, und das nächste Papier wird direkt darunter aufgeklebt. Und das dritte auch wieder darunter. Dann schneiden wir uns ein Papier zurecht mit den Maßen 20,5 x 5 cm, machen hier eine Falzlinie bei 8 mm und kleben das hier oben auf unsere Seite. So, und dann bringen wir hier einen Magneten an. So, und dann kommt wieder Motivpapier auf unsere Seiten. Für den Tag schneiden wir uns wie immer ein Papier zurecht mit den Maßen 19,5 x 19,5, markieren uns das Papier bei 5 mm, schneiden das da ab, aber lassen in der Mitte 4 cm stehen. Und dann wird wieder Motivpapier aufgeklebt.
So, und dann sind wir mit der letzten Seite fertig.